Das heutige Video ist das einzige, was du brauchst, um ein Anstellgut für einen Sauerteig herzustellen, zu pflegen und zu retten. Dazu erzähle ich dir auch, was passiert, wenn ein Anstellgut so aussieht. Wow! Und ganz zum Schluss erfährst du, wie du in nur einem Tag einen Sauerteig herstellst. Hallo, hier ist Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So ihr Lieben, es gibt schon ein Video zur Herstellung eines Sauerteiges von mir. Allerdings ist die Qualität insgesamt noch nicht so gut und es fehlen einige wichtige Informationen. Und das heutige ist eine Neuauflage und ihr erfahrt hier wirklich alles, was ihr zur Herstellung eines Sauerteiganstellgutes benötigt. Vorab, ich habe 11 Kapitel erstellt, die ihr unter diesem Video finden könnt. Damit könnt ihr immer dorthin springen, was ihr am dringendsten wissen möchtet. Aber am besten schaut ihr es euch erst einmal komplett an. So, und im ersten Schritt beginnen wir damit, 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser miteinander zu vermischen. Ich habe hier vorne jetzt Dinkel-Vollkornmehl verwendet. Das ist das normale Anstellgut, was ich hier herstelle. Und hinten nehme ich 50 Gramm Dinkel-Vollkornmehl mit 100 Gramm Wasser. Hier stelle ich den flüssigen Sauerteig, den sogenannten Levain liquide, her. Sehr beliebt in Frankreich. Kennt ihr den schon, den flüssigen Sauerteig? Schreibt es mir mal in die Kommentare und auch, ob euch da Rezepte hierzu interessieren würden. Das würde mich sehr freuen, das zu hören, ob und wenn ja, welche. Und die genauen Schritte, die ich euch jetzt hier mitteile in dem Video, die habe ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung nochmal aufgeschrieben, damit ihr das nochmal in Ruhe euch anschauen könnt und da auch nicht durcheinander kommt. Beide Varianten rühre ich jetzt ordentlich durch. Die vordere ist die Variante, die jetzt in Deutschland am weit verbreitetsten ist, sage ich jetzt mal. So, und dann hier auch rechts. Wichtig, wenn ihr einen Sauerteig selber zu Hause herstellt, könnt ihr jedes Mehl oder aber auch Pseudogetreide verwenden. Es klappt sowohl mit Gluten wie bei Weizen, Roggen und Dinkel, als aber auch glutenfrei, wie zum Beispiel mit Reis und Buchweizen. Es empfiehlt sich mit der Herstellung morgens oder abends zu beginnen, da die Arbeitsweisen im 12 bzw. 24-Stunden-Takt sind. Wichtig bei der Herstellung ist es, dass ihr wirklich sauber arbeitet. Ich spüle hierfür meine Gefäße und auch das Geschirr dafür heiß aus, lasse es dann abkühlen und beginne erst danach damit. Alternativ könnt ihr es auch in den Backofen geben. Und wenn ihr den Teig jetzt hier verrührt habt, deckt ihr ihn zu und lasst ihn 12 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Danach gucken wir uns mal hier die Anstellgute an. Anstellgute, ja. So, hier links die feste Variante, rechts die flüssige. Lasst euch da nicht erschrecken, wenn sich das ein bisschen braun verfärbt. Einfach jetzt mit einem sauberen Besteck eben kurz umrühren. Das sorgt zum einen dafür, dass sich kein Schimmel bildet und bei der rechten Variante, bei dem flüssigen, nochmal, dass sich das wieder miteinander verbindet. So, das war jetzt schon das Schwierigste. Also wir haben es angefangen, 12 Stunden stehen gelassen, rühren es einmal um und lassen es dann wieder 12 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen. Also, ich finde bisher einfache Aufgabe, oder? Und wenn ich das schaffe, also ich bin da wirklich kein Profi drin, dann schafft das jeder von euch. Versprochen. So, Deckel drauf und dann darf das Ganze nochmal ruhen. Wie gesagt, 12 Stunden bei Zimmertemperatur. Ich verschließe den Deckel immer. Ihr könnt das auch zum Beispiel in einem Twist-off-Glas machen. So, und dann haben wir jetzt hier wieder ein bisschen Mehl zum Füttern. Hier ist die flüssige Variante. Und ihr könnt das schon erkennen. Da hat sich was getan. Da ist wirklich schon ein bisschen Gärung am Gange. Das könnt ihr auch hinten links sehen. So, ich gebe das jetzt nochmal da rein. Beim flüssigen Sauerteig sind es 50 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser. So, bei der festen Variante, da ist es auch 50 Gramm Mehl, aber nur 50 Gramm Wasser. Und guckt mal, das sind doch schöne Bläschen, die sich da entwickelt haben. Das kann man bei der flüssigen Variante halt nicht so gut sehen, weil dadurch, dass die Oberfläche nicht so fest ist, können die Gase besser entweichen.
Bei der festen Variante geht das für die Gase schwieriger und deswegen können wir die Bläschen erkennen. So viel dazu. So, auch der wird einmal umgefüllt. Wichtig bei der ganzen Sache, bei der Herstellung vom Anstellgut für einen Sauerteig ist Folgendes. Ihr braucht große Gefäße. Warum, seht ihr gleich. So, ich habe jetzt hier das Wasser hinzugegeben und rühre das erst einmal um, damit das Anstellgut ordentlich was zu essen bekommt. Zu dem Wort Anstellgut und Sauerteig, da erzähle ich euch gleich auch noch mal eben was hinzu. Ich wollte euch nur erst einmal hier die Herstellung in Ruhe erklären. Ich versuche wirklich, so viele Informationen wie möglich in dieses Video zu packen. Deswegen ist es auch wirklich lang. Und daher habe ich auch, wie ich ja auch sonst jetzt bei den neuen Videos auch immer, diese Kapitel hinzugefügt. Das heißt, ihr könnt da immer hin und her springen, ohne dass ihr da selber gucken müsst, um das Ganze auch für euch einfacher zu gestalten. Bei dem flüssigen Sauerteig kann ich euch empfehlen, dass ihr immer das Anstellgut erst mit dem Mehl vermengt und danach das Wasser hinzugebt. Dann ist das einfacher wegen dieser Klümpchenbildung vom Mehl. Ist jetzt nicht dramatisch, muss man halt ein bisschen länger rühren, aber wenn ihr es einfacher haben wollt, macht es erstmal so. So, dann gucken wir mal. Das ist jetzt ja hier schon der dritte Schritt, den wir haben. 5 Schritte gibt es insgesamt, 2 fehlen noch. Wir sind schon fast durch, also über die Hälfte. Ich decke das Ganze jetzt hier ab und lasse es einmal 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Ich habe hier mein Bienenwachstuch schön aufgefrischt, das hält ganz gut, wenn ihr da schön mit den Fingern dran geht, durch die Körperwärme. So. Tja, die 24 Stunden hat der feste Sauerteig nicht warten wollen. Der ist schon aus dem Gefäß gehüpft. Guckt euch das mal an. Also der ist richtig aktiv. Ich habe ihn dann also zwischenzeitlich mal kurz umgefüllt und das, was drüber ist, habe ich eben mit der Teigkarte auch noch dazugegeben. Und nach den 24 Stunden habt ihr dieses Ergebnis. Er war noch mal hochgegangen, ist wieder abgesackt, weil er Hunger hat. Ihm geht die Luft aus. Ebenso bei der flüssigen Variante, das war fast auch bis zum Rand, ist wieder zusammengesackt. Und den flüssigen werde ich gleich auch noch mal eben umfüllen. So, und jetzt bei dem 4. Schritt gebe ich beim festen Sauerteig wieder 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser hinzu. Die flüssige Variante bekommt 100 Gramm Mehl, also genauso viel, aber 150 Gramm Wasser. Das Ganze rühre ich dann wieder gut um. So, habe es natürlich anders gemacht, als ich euch gesagt habe, was besser ist, aber das macht ja nichts. Ihr könnt es immer besser machen als ich. Deswegen mache ich ja auch die Videos. So, dass ihr es immer besser als Emma macht. So. Also hier nochmal alles hinzugeben, nochmal verrühren. Das Praktische ist, dass man wirklich sehr gut erkennen kann durch die verschiedenen Gefäße, weil es auch nochmal Glasgefäße sind, wie sie von der Blasenentwicklung sind. Und auch nochmal der Unterschied fester Sauerteig und nochmal diese flüssige Variante. Das finde ich sehr, sehr interessant und ich bin schon mal sehr gespannt auf eure Kommentare zu diesem ausführlicheren und neuen Video. Wie es euch gefällt, schreibt es mir bitte unbedingt unten rein. Ich hoffe, ich kann euch damit eine Freude machen, denn es war mir wirklich wichtig. Das aktuelle Sauerteig-Video auf meinem Kanal ist eines der beliebtesten Videos und das wollte ich einfach noch mal ein bisschen optimieren. So, kommen wir zum letzten Schritt. Wir haben das Ganze noch mal 12 Stunden stehen gehabt und hier links die flüssige Variante hat ein bisschen Hunger, deswegen da die verfärbte Flüssigkeit. Wir kommen jetzt zum 5. und letzten Schritt und füttern sie noch mal final. Also die feste Variante und auch die flüssige Variante bekommen jetzt jeweils 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser. Hier einmal da und auch hier die flüssige Variante. So, hier das Mehl. Ich habe jedes Mal Dinkel-Vollkornmehl verwendet. Ihr könnt theoretisch jedes Mal ein anderes Mehl verwenden, falls ihr mal keine Mehle habt. Ihr habt jetzt zum Beispiel einen Weizensauerteig hergestellt, bekommt aber jetzt kein Weizenmehl. Dann könnt ihr das theoretisch mit jedem anderen Mehl auch verwenden. Den Mikroorganismen ist das komplett egal. Aber pst, erzählt das keinem anderen, ehrlich. Gibt's nur Ärger. So, das Ganze habe ich jetzt hier nochmal verrührt.
Das lasst ihr jetzt das letzte Mal 24 Stunden stehen. So sieht das Ganze dann aus. Und danach könnt ihr damit direkt backen. So, und jetzt komme ich mal ganz kurz zur Pflege. Das ist total einfach. 2 Varianten. Um ihn fortzuführen, behaltet ihr mal mindestens 50 bis 100 Gramm des in 5 Schritten hergestellten Anstellgutes auf. Füttert diesen alle 1 bis 2 Wochen mit einem Esslöffel Mehl und einem Esslöffel Wasser. Diese Pflege reicht aus, wenn ihr regelmäßig backt und um euer Anstellgut am Leben zu erhalten. Lasst das gefütterte Anstellgut, was ich euch hier jetzt auch gerade im Hintergrund zeige, bei Zimmertemperatur stehen, bis sich Bläschen gebildet haben und er sich verdoppelt hat. Meistens dauert dies bis zu 6 Stunden. Kann aber je nach Stärke und Umgebungstemperatur variieren. Wenn ihr aber nur selten backt, dann ist es manchmal notwendig, euer Anstellgut wieder zu aktivieren. Das funktioniert mit einer 3-stufigen Aktivierungsmethode. Die habe ich jetzt hier. Das heißt, zuerst gebt ihr zu euren 50 bis 100 Gramm Anstellgut aus dem Kühlschrank 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser. Ihr könnt auch das Anstellgut zu dem Mehl geben. Funktioniert genauso gut. Und ihr braucht das nicht vorher auf Zimmertemperatur gehen lassen. Direkt aus dem Kühlschrank ab zum Mehl. So, das verrührt ihr jetzt gut. Ich habe jetzt übrigens hier jetzt die feste Variante des Anstellgutes genommen zum Zeigen. Selbstverständlich gilt das Gleiche für die flüssige Variante. So, nachdem ich das dann verrührt habe, lasst ihr den Teig dann abgedeckt so lange stehen, bis er sich vergrößert und oder sich Blasen entwickeln. Das passiert meistens so innerhalb von 6 Stunden, kann aber je nach Temperatur und eures Anstellgutes auch länger dauern. Also da müsst ihr drauf achten. Ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich so einen kleinen Temperaturfühler bei mir in meiner Ecke stehen, der zeigt mir mal an, wie warm das bei uns ist. Bei uns ist tatsächlich immer sehr warm, jetzt gerade heute zum Beispiel 28 Grad, ganz toll. Für Sauerteige und Hefeteige super, aber das ist bei jedem anders. So, hier haben wir jetzt die ersten 6 Stunden. Das sieht ganz gut aus. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Als nächstes gebt ihr zu diesem Teig dann nochmal 100 Gramm Mehl und 75 Gramm Wasser. Danach wieder verrühren und lasst es erneut 6 bis 8 Stunden circa stehen. Wenn ihr merkt, das ist euch einfach zu viel Sauerteig oder Anstellgut, ihr könnt generell, wenn ihr zu viel Überschuss habt, könnt ihr das entweder verbacken, natürlich, das ist ja das Naheliegendste, oder aber auch auf euren Kompost geben. Die Mikroorganismen sind da sehr gut und der Kompost freut sich. Und ihr habt wieder was davon. So, das haben wir jetzt hier fertig. Da kommt jetzt gleich der Deckel drauf und dann erneut 6 bis 8 Stunden nochmal stehen lassen. Ein schöner, geschmeidiger Teig. Der muss immer ungefähr so sein wie so ein Waffelteig. Also muss es nicht. Aber wenn ihr die feste Variante macht, finde ich das immer am besten von der Konsistenz her und auch am einfachsten in der Handhabung. So, aber auch hier scheiden sich die Geister. Das ist ja immer ganz speziell. So, Deckel drauf. Dann zum Schluss. Hier könnt ihr sehen, der ist richtig schön geworden. Zum Schluss, und ich packe ihn jetzt hier absichtlich auch in eine Metallschüssel, denn als ich früher mit Sauerteig angefangen habe, gab es das Mythos, ihr dürft auf keinen Fall Sauerteig mit Metall in Berührung kommen lassen, ihr dürft es nur mit einem Holzlöffel verwenden. Damit möchte ich euch zeigen, dass das totaler Quatsch ist. Ich packe das also absichtlich jetzt in eine Metallschüssel und gebe nochmal 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser hinzu und lasse es dann nochmal für 12 Stunden stehen. Jetzt ist er wieder frisch aktiviert und kann zum Backen genutzt werden. Aber für den Fall, dass euer Sauerteig dann immer noch einen schwachen Eindruck macht, dann könnt ihr diese 3 Schritte dieser 3-stufigen Aktivierungsmethode einfach nochmal wiederholen und den Überschuss, den ihr da produziert, wie gesagt, zum Backen verwenden oder aber auch in den Kompost entsorgen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. So, und übrigens, Anstellgut
das habe ich ja schon mal gesagt, das wollte ich euch erklären, Unterschied zwischen Anstellgut und Sauerteig. Im Prinzip haben wir in den 5 Schritten vorhin das Anstellgut für einen Sauerteig hergestellt. Das heißt, ihr benutzt diesen Starter, um dann wieder mit Mehl und Wasser euren Sauerteig für die Brote und Brötchen herzustellen. Und wenn ihr jetzt dieses Anstellgut hergestellt habt, ist das natürlich von der Menge sehr viel. Damit ihr das gleich verarbeiten könnt, habe ich am Ende des Videos eine Playlist mit vielen Rezepten für euch. Von Crackern zu Brot und Brötchen ist wirklich für jeden etwas dabei. So, und wenn ihr aber mal etwas konservieren möchtet oder auch müsst, dann zeige ich euch jetzt die 3 verschiedenen Varianten, wie das ganz einfach möglich ist. Zum einen macht es manchmal Sinn, so eine Sicherheitskopie von einem triebstarken Sauerteig zu machen. Zum anderen kann es ja mal sein, dass ihr in den Urlaub fahrt und das überbrücken möchtet. Ich habe jetzt hier ein bisschen in den Froster gegeben, in einer Glasschale. Das ist richtig gut möglich. Am besten ist es aber, wenn ihr es tatsächlich luftdicht einfriert. Bei mir ist da jetzt noch ein bisschen Wasserschicht gewesen. Und zum Auftauen gebt ihr das in Zimmertemperatur warmes Wasser, naja, oder 30 Grad warmes Wasser in dem Fall, oder wickelt es in einem Tuch ein. Zeige ich euch auch gleich. Zum Einfrieren kann ich euch sonst aber auch empfehlen, dass ihr Eiswürfelbehälter nehmt, in einem Glas, Gefrierbeutel, aber am besten vielleicht nochmal, wenn ihr so einen Vakuumierer habt. Da ist es wirklich am perfektesten. Und je länger ein Anstellgut eingefroren ist, desto länger dauert es, bis es nach dem Auftauen wieder voll funktionsfähig ist. Es hält sich aber im Gefrierschrank bis zu einem Jahr. Also wenn ihr da wirklich Not am Mann habt, friert es ein. Ich zeige euch aber gleich noch vielleicht 2 bessere Varianten. So, und wenn er dann aufgetaut ist, hat er natürlich Hunger und muss erstmal gefüttert werden. Und da könnt ihr dann gucken, ob ihr dann erst einmal die einfache Pflege macht, um ihn am Leben zu erhalten. Das würde jetzt bei mir reichen, weil ich habe ihn tatsächlich nur einen halben Tag eingefroren gehabt. Oder wenn er länger eingefroren war, würde ich tatsächlich die 3-stufige Aktivierungsmethode wieder machen, die ich euch vorhin ja schon gezeigt habe. Da müsst ihr einfach mal gucken, was für euch da am besten passt. So, ich habe jetzt auch hier beim Zeigen vom eingefrorenen Sauerteig auch mehr Mehl genommen und weniger Wasser. Das war jetzt einfach nur zur Vorführung, dass ihr seht, wie einfach das geht und klappt. Aber beim Einfrieren kann es halt passieren, dass euch die Kulturen ein bisschen absterben. Das ist ja auch beim Hefewasser der Fall, weil einfach die Zellwände der Mikroorganismen platzen und dadurch verliert ihr auch ein bisschen. Daher bin ich sowohl beim Hefewasser als auch jetzt beim Anstellgut eher der Freund vom Trocknen, beziehungsweise es gibt auch noch einen sogenannten Krümelsauer, hier nochmal beim Sauerteig. So, jetzt habe ich hier aber erst einmal, guckt mal, wie sieht er aus? Ich habe ihn jetzt gefüttert. Ja, der hat schon wieder Bläschenentwicklung. Der ist echt gut. Und ich kann euch sagen, für dieses Video habe ich so viele Sauerteige hergestellt. Ich hätte meine ganze Stadt hier mit versorgen können. Also ich habe auch noch ganz viel da. Ich muss noch ein bisschen was tun. So, und jetzt habe ich ja noch so viel Sauerteig übrig. Was machen wir denn damit? Ich habe jetzt hier ein bisschen genommen und werde jetzt einen sogenannten Krümelsauer damit herstellen. Das ist auch eine ganz beliebte Methode. Das heißt, ihr nehmt ein bisschen von eurem Anstellgut und vermengt es mit so viel Mehl, dass der Teig krümelig wird. Und je feiner, umso besser. Deswegen heißt diese Variante der Konservierung auch Krümelsauer. Er heißt tatsächlich einfach so. Und wichtig, wie gesagt, ist, dass ihr ihn so fein wie möglich verkrümelt. Und als Faustformel kann man sagen, dass ihr ungefähr die 4-fache Menge Mehl benötigt, wie ihr an Anstellgut habt. Das heißt, wenn ihr 20 Gramm Anstellgut verarbeiten möchtet, benötigt ihr ungefähr 80 Gramm Mehl. Bei 50 Gramm 200. So, ich wollte gerade Dreisatz sagen, aber stimmt nicht ganz. So, dieser fertige Krümelsauer bewirkt, dass die Gärung auf ein Mindestmaß reduziert wird. Sie hört nicht auf, aber wird reduziert, weil das Wasser entzogen wird. Und dieser fertige Krümelsauer ist ideal, wenn ihr mal in den Urlaub fahrt. Er lässt sich wunderbar im Kühlschrank aufbewahren und am besten in einem sauberen Schraubglas. Das klappt wirklich sehr gut. So.
Ich fülle ihn jetzt mal hier um, spaßeshalber. Ich hätte ihn noch ein bisschen feiner machen können, aber mir geht es ja einfach nur darum, euch zu zeigen, wie das funktioniert. Und hier das untere ist auch sehr fein. Man könnte es theoretisch auch durch einen Mixer geben. Dann habt ihr es richtig schön fein, als nur so grob mit den Händen. Zack, Deckel drauf, ab in den Kühlschrank und schon habt ihr ihn konserviert. So, aber wie reaktiviert ihr ihn? Das ist auch total einfach. Ich habe jetzt hier meinen Krümelsauer hergestellt. So, und habe jetzt hier Wasser. Und hier gilt als Faustformel, dass ihr ungefähr die doppelte Menge Wasser nehmt, als ihr Krümelsauer habt. Also bei 70 Gramm Krümelsauer nehmt ihr dann 70 Gramm Wasser. Dann vermischt ihr es gut miteinander und lasst es dann bei Zimmertemperatur bis zu 6 Stunden stehen. Wenn das Anstellgut dann aber noch zu schwach sein sollte, wie es ja auch bei dem eingefrorenen Anstellgut sein kann, dann kann ich euch auch hier wieder die dreistufige Aktivierungsmethode empfehlen. Also ihr merkt, im Prinzip ist Sauerteig total einfach. Man lässt sich aber durch die vielen verschiedenen Informationen immer einschüchtern und mir ist das ganz, ganz wichtig. Ich bin jetzt hier nicht ich halte das mit Teigausbeute XY und Temperatur so und so. Ich will euch den Schrecken vom selbst hergestellten Sauerteig nehmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig hier auf diesem Kanal. Das gilt ja auch bei meinen Hefewasserrezepten. Ich halte das so einfach wie möglich, weil das für jedermann total einfach ist. Einige möchten das gerne wissenschaftlicher machen, das ist auch völlig okay so, das hat auch seine Berechtigung, aber ich finde, am Anfang kann einen das ganz schön erschlagen. So, ich hatte es jetzt hier ein paar Stunden stehen und ihr könnt dann schon erkennen, da sind schon wieder Bläschen. Aber bei mir auch kein Wunder, ich habe es ja jetzt nicht monatelang dann im Kühlschrank gehabt. Ich habe das wirklich für dieses Video immer hergestellt und gleich wieder reaktiviert. Ich habe also ein bisschen geschummelt. So, und jetzt gucken wir mal hier. Habe ich auch noch mal Sauerteig. Der müsste gefüttert werden. Der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Aber mir geht es jetzt nur darum, euch die dritte und letzte Konservierungsmethode zu zeigen. Und das ist tatsächlich meine Lieblingsmethode. Ehrlich, die finde ich am besten bei Sauerteig. Und ich habe quasi alle meine Sauerteige getrocknet. Das finde ich am besten. Dafür nehmt ihr nämlich euer Anstellgut und verteilt es einfach auf einem Backpapier. Und wenn das zu dick ist, das Anstellgut, dann könnt ihr das nochmal mit ein bisschen Wasser verdünnen und dann wirklich entweder einfach so liegen lassen, das Backpapier, wenn ihr genügend Platz habt. Gerade jetzt bei den warmen Temperaturen trocknet das dann unheimlich schnell. Alternativ, so mache ich das ganz gerne, habe ich so 2 Backbleche, packe die dann in den Backofen und mache dann einen Stab rein, dass die Tür nicht geschlossen ist. Und dann schalte ich, wenn das zu kalt ist, das Licht an, weil das nochmal Wärme angibt. Und da trockne ich das dann. Und das ist super bequem, super einfach. Und so sieht der getrocknete Sauerteig dann aus. Total einfach. Ihr könnt ihn jetzt so einfach irgendwo stehen lassen, im Abstellraum, wo auch immer ihr da eure Vorräte aufbewahrt. Ich habe glücklicherweise bei meiner Küchenmaschine eine Gewürzmühle. Alternativ könnt ihr auch so einen Mörser nehmen oder auch einen Zauberstab, Mixer, Smoothie Maker, geht alles. Wie gesagt, ich habe hier meine Gewürzmühle, packe da die Stückchen rein und male das fein, weil ich dann später das beim Aktivieren ein bisschen einfacher finde. Ist kein Muss, ihr könnt das auch so in Stücken lassen und auch in Stücken wieder reaktivieren. Das ist jetzt einfach nur aus Platzgründen. Bei uns ist nicht so viel Platz und dann lässt sich das bei uns einfacher lagern. Ich habe dann so ein paar Dosen, die habe ich dann beschriftet. Das ist dann Dinkel, Sauerteig oder Weizen oder Roggen oder weiß der Geier, Lievito Madre habe ich auch noch getrocknet. Ich habe auch noch Hefewasser getrocknet. Das hatte ich euch ja schon mal in dem Video mit den richtigen Behältern gezeigt. Falls ihr da noch mal irgendwelche Fragen zu habt, schreibt das auch gerne noch mal auf. So, hier vollgefüllt, eben den Aufsatz drauf und dann mixe ich das. Zack. Hier eben drüber, da kann es manchmal hilfreich sein, dass ihr das immer kurz anmixt und wieder aufhört oder nochmal eben was nachgibt. Denn je voller das ist, umso besser und feiner wird das dann später. So.
Das ist manchmal ein bisschen sperrig hier, aber das geht. Und so gehe ich jetzt einfach Schritt für Schritt vor und ich bin schon sehr gespannt, welche Methode bei euch die Lieblingsmethode ist. Habt ihr das schon mal konserviert? Tatsächlich macht es Sinn, wenn ihr einen guten Sauerteig habt, dass ihr immer mal wieder vielleicht so einmal im Jahr so einen Trockensauer herstellt. Das dient tatsächlich dazu, sollte mal was schief gehen und der aus irgendeinem Grund euch mal umkippt und schlecht wird, dann habt ihr immer noch mal so eine Notreserve an Sauerteig. Und das ist wirklich richtig, richtig gut. Kann ich euch sehr ans Herz legen. So, hier ist übrigens meine Schüssel. Da packe ich das jetzt zu und ihr könnt sehen, ich habe da noch genügend. Aber ich hatte so viel Sauerteig. Ich glaube, der halbe Kühlschrank war nur noch Sauerteig. Meine Familie war sehr begeistert. Aber für euch mache ich das gerne. So hier, Weizensauerteig, Dinkel-Sauerteig, Roggensauerteig, alles mit dabei. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das ganz einfach wieder reaktiviert. So, und zwar sind dafür 4 einfache Schritte nötig. Ich nehme 20 Gramm meines getrockneten Anstellgutes und vermische es mit 100 Gramm Mehl und 120 Gramm Wasser. Das kann man sich eigentlich ganz gut merken und das vermische ich dann miteinander. Und ich zeige euch mal, wie die unterschiedlichen Sauerteige aussehen. Ich habe bei dem Weizensauerteig normales Weizenmehl verwendet. Beim Dinkel-Sauerteig habe ich Dinkel-Vollkorn genommen und beim Roggen habe ich auch Roggenvollkorn genommen. Wobei ich da immer keine großen Unterschiede sehe. Aber okay, ihr könnt das gleich nochmal von der Konsistenz her sehen. Das rühre ich jetzt nochmal ordentlich durch. Und so aktiviert ihr das. Wenn ihr es vermischt habt, lasst ihr es abgedeckt 12 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Hier kommen wieder diese 12 und 24 Stunden Tag von der ursprünglichen Herstellung übrigens wieder zu tragen. So, schön verrühren. Gerade beim Roggensauer, ich finde, der sieht immer ein bisschen aus wie Tapetenkleister. Ich weiß nicht, aber der gelingt mir immer am besten. Das ist ganz komisch. So, schön abdecken, in welche Behälter ihr das auch immer geben möchtet. So, ich habe das einfach so stehen gelassen mit meinen Vorratsbehältern, weil ich mir dann besser merken konnte, was ist. So, und im zweiten Schritt, nach den 12 Stunden, beim Roggen sieht man halt einfach nichts, gebe ich jetzt nochmal 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser hinzu. Ich mische das wieder gut und lasse es dann nochmal 6 Stunden stehen. Aber ihr könnt schon vorne hier beim Weizen erkennen, schöne Bläschen haben sich da entwickelt. Und der Roggensauer ist auch sehr stark. Der braucht am Anfang einfach nur ein bisschen. So, auch hier schön das Mehl. Das war wirklich ein Spaß, als ich das Video für euch hergestellt habe. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe wirklich versucht, euch jede einzelne Kleinigkeit hier nochmal zu erklären. Und ich hoffe, dass ich wirklich auch nichts vergessen habe. Wenn, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Dann kann ich es ja vielleicht nochmal anpinnen oder so. Aber ich meine, dass ich wirklich in diesem Video alles habe. So, das ist jetzt hier die Reaktivierung vom Trockensauer. Wir haben noch so ein paar Sachen und das Coole ist, zum Schluss zeige ich euch, wie ihr so einen ganz tollen Sauerteig oder das Anstellgut eines Sauerteigs innerhalb eines Tages herstellen könnt. Richtig genial. So, hier durchgerührt, vermengt und wieder zur Seite gestellt. Zack, Bienenwachstücher. Zum Schluss habe ich die auch wirklich nur noch grob drauf gegeben. Oh, ich hatte so viel Stunden Videomaterial. Echt Wahnsinn. So, aber ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich ein gutes Video wird. Hier die Unterschiede Weizen, Dinkel und Roggen. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt der dritte Schritt. Ich fülle das jetzt auch langsam mal um. Und zwar kommt da jetzt nochmal 100 Gramm Mehl hinzu, aber dann nur 75 Gramm Wasser. Dieses Mal, ein bisschen weniger. Ich wollte jetzt gerade sagen beim flüssigen Sauerteig, aber den haben wir nicht getrocknet. Also den lasse ich jetzt weg, aber da würdet ihr die Schritte dann ganz genauso machen. Wenn ihr jedoch merkt, weil ihr vielleicht Vollkornmehl verwendet habt und das klappt nicht so richtig, dann gebt ruhig Freischnauze noch mal ein bisschen Wasser hinzu. Also das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es kann tatsächlich sein, je nachdem, welches Mehl ihr verwendet,
dass ihr aufgrund der Konsistenz dann noch mal ein bisschen mit dem Wasser nachjustieren müsst. Oder ich habe jetzt hier Dinkel Vollkornmehl genommen und merke aber, Mensch, das wird mir zu flüssig, ich hätte den gerne fester. Dann lasst ein bisschen Wasser weg. Also deswegen zeige ich euch auch die Konsistenzen in diesem Video, damit ihr wisst, wie das für mich gut aussieht. Aber auch hier scheiden sich ja die Geister. Es gibt ja ganz viele Profis, die das tagtäglich machen. Ich persönlich finde aber, dass das häufig eher verschreckt, als dass es einem hilft. Ah ja, hier, das könnt ihr toll sehen. Hier vorne, wo ich nur normales Weizenmehl, also kein Vollkornmehl genommen habe, seht ihr, wie viel flüssiger der wird im Gegensatz zu der Vollkornvariante. Das jetzt mal als Unterschied. Ich finde die Vollkornvariante viel schöner und angenehmer als Sauerteiganstellgut. Aber das vorne mit dem flüssigeren, also der ist nicht flüssig, aber der ist auf jeden Fall weicher als der andere, dass man das einfach mal erkennt. Und hinten der Roggen, der ist ja sowieso immer sehr fest. Das ist ja auch vom Roggenmehl einfach so. So, zack, hier nochmal schön durchgerührt, Zeitraffer. Sieht schon heiß aus, ne? So, Deckel wieder drauf. Das war der dritte Schritt. Ihr lasst es jetzt nochmal erneut 6 Stunden bei Zimmertemperatur stehen und im letzten und vierten Schritt, der kommt jetzt. Da gebt ihr jetzt nochmal 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser hinzu und lasst es dann noch einmal 12 Stunden stehen. Danach sollte das Anstellgut wieder einsatzbereit sein. Wenn es aber wider Erwarten noch schwach sein sollte, dann schaut euch nochmal die dreistufige Aktivierungsmethode an. Übrigens, der Trockensauer ist in der Theorie ewig haltbar. Also den könnt ihr tatsächlich trocknen und der wird in 100.000 Jahren noch aktiv sein, weil er ja getrocknet ist und einfach quasi nur auf Stopptaste gedrückt wurde. Der funktioniert. So, und deswegen mag ich den, glaube ich, auch so gerne. Also ich backe tatsächlich ganz häufig einfach nur mit dem Trockensauer, dass ich den nehme, ganz kurz, ganz einfach nur aktiviere und den direkt dann wieder verbacke. Ich bin da so ein bisschen schlicht. Das heißt nicht, dass es gut ist, aber das ist meine Variante. Ich mag das ganz gerne. So, und hier jetzt noch einmal der Roggensauer. Guckt mal, der war ja so schwach auf der Brust, sah er zumindest aus, aber der ist toll geworden. Und das kann man auch beim Roggen dann immer meistens entweder nur erkennen, weil man ein Glasgefäß hat oder wenn man da dann einmal reinsticht, wenn man einen Keramikbehälter zum Beispiel hat, dass der dann da auch so fluffig ist. Von außen, finde ich, sieht ein Roggensauerteig immer aus, als hätte der keine Kraft. Wie ist da eure Erfahrung? Also, das war jetzt so bisher mein Stand. So, abdecken, nochmal stehen lassen und das sind ganz viele Sauerteige hier. Jetzt will ich euch noch mal etwas zeigen und das passiert ganz häufig und führt zu Entsetzen. Da bildet sich so Flüssigkeit, die ist manchmal braun oder so schwarze Flüssigkeit und es riecht nach Nagellack. So eklig. Der Sauerteig ist kaputt. Nein, Quatsch. Überhaupt nicht. Wenn ihr solche Exemplare von Sauerteigen habt, erschreckt nicht. Die haben Hunger. Teilweise setzt sich auch nur ein bisschen Flüssigkeit ab, wie hier jetzt bei der Variante. Unten links habe ich den Roggensauer. Da ist immer groß nicht viel, was man da sieht. Der riecht dann einfach tatsächlich nur so ein bisschen nach Aceton. Also nach Nagellackentferner im Prinzip. Erst einmal kurz durchrühren und durchatmen. Die Flüssigkeit braucht ihr auf gar keinen Fall abgießen. Ich weiß, beim ersten Mal fand ich das befremdlich und hatte wirklich Angst, ich vergifte mich mit meiner Familie zusammen. Braucht ihr nicht. Das ist einfach ein Zeichen dafür, wenn sich da diese Flüssigkeit absetzt, das braun, bräunlich und grau und schwarz wird, der hat richtigen Hunger. Der hat einfach so großen Hunger, dass dem schon schlecht ist. Deswegen sieht er so aus. Rührt ihn einmal kurz um und füttert ihn. Ihr könnt dann entweder, wenn es nicht anders geht, die einfache Methode mit ein bisschen Mehl und Wasser nehmen. Das wird dem aber nicht reichen. Der wird nach kurzer Zeit dann wieder so aussehen. Das heißt, am besten in diesen Fällen, wenn ihr das habt,
verbackt ihn ganz schnell, aber das habt ihr nicht von mir. Oder besser noch, die dreistufige Aktivierungsmethode. Also ihr seht, es hat alles immer wieder so ein bisschen einen Kreislauf. Normale Pflege oder dreistufige Aktivierung. Im Prinzip ganz einfach. Entschuldigung für den Tipp mit dem Verbacken, aber ich mache das tatsächlich in letzter Zeit so, weil ich ja so viele Sauerteige hergestellt habe. Guckt euch das an. Der ganze Kühlschrank war voll. Ich kam gar nicht mehr hinterher und dann war das Mehl ausverkauft. Ich war verzweifelt. Ich habe Weizen zu Dinkel gemischt und umgekehrt. Ich wusste nicht mehr weiter. So, hier einmal umrühren. Das ist übrigens mein flüssiger Sauerteig. Da also nicht über die Konsistenz wundern. Dem geht es mittlerweile wieder richtig gut. Den habe ich nochmal aufgepäppelt, weil da kommen ja noch Videos. Aber es dauert noch ein bisschen. Ich habe noch so viel im Petto, ehrlich. Ich habe noch ganz viele Videoswünsche. Und hier nochmal ein Blick auf die Flüssigkeit. Das ist nicht schön. Also erst einmal unterrühren. Das ist einfach so ein psychologischer Effekt, wie man jetzt sagen würde. Und danach ordentlich füttern. Hier, guckt euch mal das an. Das ist eine Menge. Übrigens, ich habe unten nochmal unter dem Video einen Link für euch, wenn ihr das nochmal genauer wissen wollt mit der Sauerteigführung. Das geht natürlich noch ein bisschen wissenschaftlicher. Ich möchte euch das jetzt erstmal hier in einfacher Variation zeigen. So, und hier ist der Teig, der gerade so eklig aussah, mit dieser schwarzen Flüssigkeit. Zur Not gebt eben nur ganz kurz 1-2 Esslöffel Mehl hinzu, gegebenenfalls noch Wasser. Das lasse ich jetzt weg, weil der schon bei mir noch recht flüssig ist. Besser ist in diesen Fällen wirklich die dreistufige Aktivierung, weil der hat einfach Hunger, der ist überfordert, der brauchte einfach was. So, ja, das sieht gut aus. Das reicht für den nächsten Tag, damit ich dann ein bisschen was backe. So, und das kann auch Sauerteig sein. Guckt mal, so ein bisschen komische Oberfläche. Es ist wichtig, es darf nicht modrig oder schimmelig riechen. Aber hier auch so eine komische Oberfläche. Sieht fast aus wie so ein anderer Planet. Das ist Kamhefe. Die bildet sich manchmal, habt ihr vielleicht auch schon mal beim Essig beobachtet, ist aber vollkommen harmlos. Einige sagen sogar sehr gesund. Also auch die könnt ihr unterrühren. Nicht verwechseln mit dem Schimmel. Uah. Dann riecht es nämlich modrig und es ist pelzig und das sind immer so kleine Punkte, die sich bilden. Wenn das ganz flächig ist, dann ist es meistens tatsächlich die Kamhefe. Die könnt ihr unterrühren. Falls es gar nicht geht, nehmt sie ab und dann umrühren und füttern. Ganz wichtig. Der hat einfach Hunger, dem geht es nicht gut. Das ist wie wenn jemand so ein bisschen kränkelt, dann gebt ihr den Hühnersuppe, eine schöne Brühe, pflegt ihn oder sie oder wen auch immer und dann geht es der Person wieder gut. Und das Gleiche ist halt einfach auch bei dem Sauerteig. Manchmal braucht er einfach ein bisschen Zuwendung. So, und wenn er das dann gekriegt hat, hat er auch schon wieder schöne Bläschen entwickelt und kann wieder zum Backen verwendet werden. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr aber innerhalb von 24 Stunden einen Teig herstellt, der vorher 5 Schritte gebraucht hat, mehrere Tage. Ich habe hier 100 Gramm Mehl und gebe 100 Gramm Hefewasser. Wieso, weshalb und wie man Hefe selber herstellen kann, erfahrt ihr natürlich wie immer oben rechts unter dem i. So, das vermenge ich jetzt einmal miteinander. So. Ich habe da gerade versucht, 2 Sachen gleichzeitig zu machen, deswegen sah das jetzt gerade ein bisschen lieblos aus. Also ich vermische das miteinander und auch hier könnt ihr euch aussuchen, welches Mehl oder welches Pseudogetreide ihr verwenden möchtet. So, und dann decke ich das Ganze ab. Ja, schön verteilen. Ich bin aber mal ein bisschen pingelig, wenn es um eure Videos geht. Ihr solltet mich mal sehen, Gott sei Dank tut ihr das nicht, aber ihr solltet mich mal sehen, wenn ich mal so backe. Ich habe gestern Nahenbrot selber gemacht. Das war so lieblos. Es tut mir im Nachhinein leid, aber es war lecker. So, Deckel drauf, 6 Stunden stehen lassen. Ja, ist im Prinzip jetzt gerade wie so ein Vorteig. Und ja, ich weiß, eigentlich ist das jetzt kein offiziell professioneller Sauerteig, aber das ist eine ganz tolle Variante, wenn es mal schnell gehen muss
und daraus entwickelt sich ein richtig toller Sauerteig. Jetzt habe ich hier nochmal 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Hefewasser, verrühre das wieder miteinander. Und das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Ich habe ja schon mal ein Lievito Madre hergestellt. Das ist ein milder Sauerteig. Das ist eine italienische Variante, die man auch zu süßem Gebäck geben kann, der halt nicht so sauer ist. Und den habe ich sowohl in der normalen Variante gemacht. Das dauert 21 Tage, statt einen normalen Sauerteig in 5 Tagen oder in 5 Stufen. Und dann habe ich die gleiche Variante mit einem Hefewasser gemacht, in nur 1,5 Tagen. Ich habe beide Lievito Madres bei mir im Kühlschrank und ich trenne die immer noch, einfach nur, weil ich sehen möchte, ob es einen Unterschied gibt. Und ich kann euch sagen, ich habe den jetzt schon mal einige Zeit, das ist komplett gleich. Also auch wenn der anfangs im Prinzip eher ein Hefevorteig ist, entwickelt der sich zu einem ganz tollen Sauerteig. Und auch hier bei dieser Turbo-Variante kann ich euch versprechen, das ist eine richtig tolle Möglichkeit, wenn ihr das ganz schnell benötigt oder der euch kaputt gegangen ist und ihr keine Sicherungskopie hattet. So, dritter Schritt, also nach 2 mal 6 Stunden, guckt euch das an, eine ganz tolle Bläschenentwicklung. Hier habe ich jetzt nochmal 100 Gramm Mehl, gebe dazu jetzt einmal meinen Turbo-Sauerteig hinzu und er fängt tatsächlich auch nach einiger Zeit an säuerlich zu riechen. Also wie gesagt, ich war selber skeptisch bei dieser Turbo-Methode, sowohl beim Lievito Madre als auch hier beim Sauerteig. Ich finde das aber eine ganz tolle Variante. So, und dazu kommt dann nochmal 100 Gramm Hefewasser. Richtig einfach, unkompliziert und ich bin begeistert. Das Ganze rührt ihr jetzt auch nochmal richtig um. Wichtig auch hier, wie schon bei der ersten 5-schrittigen Herstellung eines Sauerteiges, ihr braucht große, saubere Gefäße. Das ist wirklich das A und O. Wenn ihr das habt, dass der euch immer umkippt oder dass der immer schlecht wird, dann entweder, weil was mit den Gefäßen nicht stimmt, weil der einfach unrein ist, oder eventuell auch mit der Temperatur. Sauerteig mag am liebsten eine Temperatur zwischen 25 und 30 Grad. Das ist seine Lieblingstemperatur. Wenn ihr es durchgehend nur 19 Grad bei euch zu Hause habt, dann kann das schwierig werden. Schaut einfach mal, ob ihr da vielleicht eine andere Umgebung schaffen könnt. Backofen mit eingeschaltetem Licht und geschlossener Tür. Oben auf einem elektronischen Gerät wie einem Kühlschrank zum Beispiel. Also jetzt bitte nicht die Xbox oder Playstation verwenden. Und das funktioniert richtig gut. Ich habe tatsächlich einfach das Glück, dass es bei uns in der Küche immer total warm ist. Also das Kühlste ist, glaube ich, mal 25 Grad. Und das stellt ihr jetzt hier auch wieder zur Seite. 12 Stunden und dann habt ihr einen fertigen Sauerteig. Guckt mal, der sieht gut aus. Ihr könnt ein ganz tolles, leckeres Brot damit backen. Und ich bin wirklich ganz begeistert davon. Also ich habe wirklich versucht, euch hier alles mitzuteilen. Und wenn mir das gelungen ist, dann zeigt es mir gerne. Hier noch weitere Videos für euch. Ganz liebe und herzliche Grüße. Eure Emma. Bin bald wieder zurück.